Ja, liebe Skorpione, wir gucken ein bisschen, was der nächste Monat für ein Thema mitbringen kann für das Kollektiv der Skorpione. Und ich bin gespannt. Ja, jetzt zeigt sich irgendetwas für euch, das sich auflösen darf. Ein Umbruch von einem Mangel zum Wohlfühlen, ein Kampf, der sich beendet. Etwas, das euch aufzeigt, dass es Harmonie bedarf. Können hier auch Familienthemen sein, die sich hier als Thema präsentieren. Und wir haben hier auf der bewussten Ebene oder als Thema im Kopf eben irgendwelche Schnitte, Verluste aller Art. Also ihr macht euch Gedanken, auch vielleicht, wo ihr selber etwas beschneiden wollt, was euch nicht gut tut. Vielleicht auch, wo ihr etwas kürzer tritt, damit ihr mehr Harmonie empfindet. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir tatsächlich hier den Mond dabei. Also es ist vielleicht auch so eine Konfrontation mit Gefühlen, mit irgendwelchen Schattenthemen, die sich nicht harmonisch anfühlen oder euch keine Harmonie vermitteln können. Da ist so eine gewisse Sensibilität auch da. Eure Gefühle zeigen euch eventuell auch Verluste aus der Vergangenheit auf. Es geht ein bisschen darum, dass einen vielleicht Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, so ein bisschen nachhängen, dass sich ein Weg, eine Entscheidung, eine Möglichkeit aufzeigt, bei der man jetzt revidiert oder einen Umweg sucht oder einen Ausweg vielleicht auch. Hier liegt sozusagen auch die Möglichkeit, eine Situation auf einen anderen Weg zu bringen, um dass ihr euch wohler fühlt. Dass ihr irgendwo aufhören könnt zu kämpfen. Es geht um eure Herzensangelegenheiten. Möglicherweise zeigt sich hier eine partnerschaftliche Situation für euch, in die ihr sehr viel rein investiert habt. Vielleicht auch ein Thema mit der Liebe an sich oder mit einer Art Kummer, die ihr mit der Liebe habt, wo ihr euch nicht gut damit fühlt, ne? Also es kann sein, dass es um die Herzensangelegenheiten geht, zu einem Mann, zu einer Beziehung, zu eurer Familie hin oder auch zu einer Entscheidung, die ihr gemeinsam getroffen habt in der Vergangenheit und jetzt zeigt sich hier ein Richtungswechsel an, bei dem ihr auch euer Herz wieder ein bisschen mehr öffnen könnt und Wunden der Vergangenheit hinter euch. Wenn die Sense liegt in eurem Kopf, ne? Also das ist schon so, dass man sich damit beschäftigt. Es kann hier auch sein, dass ihr euch so fühlt, als habt ihr sehr viel in eine Situation gegeben und nichts geerntet. Für einen oder anderen zeigt sich auch so ein Liebesblues, ne? Man sucht vielleicht Wege im Bereich der Partnerschaften, die einen wieder ein bisschen friedlicher oder harmonischer stimmen. Oder es geht tatsächlich um Verluste, die man so in der Partnerschaft oder mit dem Partner hat, die jetzt harmonischer gelebt werden wollen. Ich habe so die kleinen Glücksmomente aus dem Umfeld raus. Ich habe auch für einen oder anderen die Möglichkeit, sich neu zu verlieben. Eine schmerzende Situation in der Liebe oder in einer Herzensangelegenheit auch in Kürze zu überwinden. Allerdings ist es auch so, dass diese Situation, der Weg, der hier verändert wird,
Das kann speziell etwas sein, wo du, wie nenne ich es, so immer nur dieses Gefühl hast, ich bin kurz glücklich und das reicht irgendwie nicht rüber. Ne? Es ist nicht lebensfüllend oder zu wenig, sagen wir es mal so. Die Hoffnungen und Ängste sind hier so ein bisschen, dass es eben immer wieder Hindernisse gibt, dass man immer wieder Blockaden hat. Und möglicherweise möchte man das jetzt hier auch mal beschneiden oder beenden oder den Weg verkürzen. Die Möglichkeit ist auch, dass man sich selbst im Weg stehen könnte. Hier sind mir jetzt noch 3 rausgefallen. Ja, es geht ein bisschen um Zweifelthemen, um Ehrlichkeit zu sich selber, zu den anderen. Vielleicht auch zu gucken, was kommt hier auf mich zu, was sich für mich nicht mehr stimmig anfühlt und sich immer wieder auch als Blockade zeigt. Hier ist der Selbstwert auch sehr drin bei euch. Also dieses, was bin ich mir wert, oder bei uns, ich bin auch ein Skorpion. Was bin ich mir wert? Was ist mir meine Harmonie wert? Wo möchte ich aufhören zu kämpfen? Ich habe hier unten noch Nachrichten, die uns weiterbringen. Kommunikation. Und es geht vielleicht auch darum, dass man, wenn ich es jetzt mal mit den ganzen Themenkarten deute, ein Gleichgewicht in Partnerschaft anstrebt, einen neuen Weg sucht zu mehr Harmonie, dass das Herz auch mit einem spricht und einem aufzeigt, wo musst du hier etwas weglassen, wo begrenzt du dich selber. Es geht ja auch an diese Personen, zu denen man eine ganz besondere Verbindung hat. Möglicherweise ist es auch ein Monat, wo man mit den Finanzen so ein bisschen jongliert oder sich Gedanken macht, wie geht es finanziell weiter, welche Wege muss ich gehen. In der Mitte haben wir eben den Mangel und der zeigt sich dann hier als Situation, wo man sich vielleicht auch beschnitten fühlt von irgendetwas, von Glück, von Liebe, von Harmonie. Und genau darum geht es, dass man hier auch einen Weg aus der Vergangenheit korrigieren kann oder eine neue Möglichkeit sucht, ohne ständig ans gleiche Hindernis zu kommen oder ohne sich ständig auch immer nur kurz glücklich zu fühlen. Wir gucken mal das Krafttier, was das uns noch mitgibt für den nächsten Monat. Denkt dran, das ist ein Impuls. Ein Impuls für die Skorpione, für das Kollektiv der Skorpione. Guckt mal, hier kommt die Maus und hier haben wir die Maus. Ja, zweimal die Maus. Und es geht um das Thema Gerechtigkeit, Ausgleich. Hier geht es tatsächlich ein bisschen um, man erntet, was man sät. Mit der Sense haben wir vielleicht auch hier so dieses Ding, dass man mal auf eine Ernte überhaupt wartet. Etwas, wo einem das Herz wieder aufgeht, wo man sich gut damit fühlt, wo ein Ausgleich stattfindet. Und wo es tatsächlich hier nochmal darum geht, neue Verbindungen oder neue Möglichkeiten zu kreieren. Und das Rad des Schicksals hier irgendwie eine andere Drehung kriegt. Dinge, die dann wieder auf den richtigen Platz gerückt werden. Also Plätze, die sich harmonisieren. Und die Maus ist auch gleichzeitig eine Botin des Unterbewusstseins. Das haben wir ja hier liegen. Der Mond legt sich auf die Ebene des Unterbewusstseins drauf. Und du kannst dir sicher sein, dass die Maus eben Wege kennt, die du noch nicht kennst. Und die dann sozusagen freigelegt werden. Dinge, die man ausgesandt hat, kehren zu einem zurück. Und die Maus fordert auch ein bisschen auf, aus dem Versteck rauszutreten,
sich den Ängsten und Befürchtungen zu stellen, sich nicht als Opfer zu fühlen auch. Und sie möchte eigentlich aufzeigen, welche Blockaden und Muster das es noch gibt, die noch Zugriff auf das Energiefeld haben. Nämlich genau darum, wo man sich nicht harmonisch mitfühlt. Natürlich kann man sich auch fragen, wo fühlt man sich klein, grau und hilflos? Wovor rennt man weg? Und ernährt man sich noch von der Energie anderer? Und es geht vielleicht auch um so einen Seelenanteil, den du wieder für deine Ganzheit brauchst, der zurück zu dir möchte. Man überlegt sich hier auch, welcher Teil in meinem Leben braucht mehr Beachtung. Auf jeden Fall bringt dir die Maus eine neue Chance, die Umstände und die Verstrickungen des Lebens anzuschauen, zu lösen und dich auch irgendwo neu zu binden und dich persönlich zu dem Gleichgewicht zurückzuführen. Hier wird auch das Gute siegen und man darf sich sagen, ich bin bereit für Erfolg und Glück und nicht für dieses kleine Unkraue. Macht mich gerade ein bisschen nachdenklich, aber gut. Was sagen denn die Vögel noch? Wir haben die Schnepfe. Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Änderungen auch im Arbeitsleben anstehen. Also haben wir irgendwie alles mit dabei, ne? Die Liebe, die Herzensangelegenheiten, die Finanzen und am Ende die Gerechtigkeit und das Auflösen alter Muster und Blockaden. Ihr lieben Skorpione, ich drücke euch bis bald.